Hi, ich bin's, der Philipp aus dem Pomadenshop Headquarter in Ottobrunn und heute zeige ich euch ein weiteres Produkt von By Elementum und zwar die By Elementum Deserto. Das ist die Mud Clay von Elementum, von der Elementum Serie und vorne sieht man drauf, es erinnert schon an die Wüste, an Deserto, den vertrockneten, verdorrten Baum. Und wenn wir die Dose mal aufdrehen, dann haben wir eine graue, gräuliche Paste wieder drin, wie bei den Clays eben typisch ist. Und das Ganze riecht nach Oud, nach Salbei, nach Kakao, ein bisschen rauchig. Also es ist ein sehr angenehmer, milder Duft. Es ist nicht zu extrem. Und wie man sieht, ich habe jetzt nur einmal reingepackt. Es ist sehr trocken schon. Man merkt die Tonerde da drin, aber es geht butterzart raus. Ich habe jetzt fast schon ein bisschen zu viel genommen. Ich nehme jetzt tatsächlich ein bisschen weniger und packe es zurück. Genau, ein Finger voll für den Anfang. Und wenn man es verreibt, sieht man, es bildet auch so Klümpchen von der Tonerde, was genau für das ist, was wir machen wollen, perfekt ist. Und wenn wir das Ganze verreiben, dann sieht man, es löst sich wunderbar auf. Es wird wirklich butterzart in den Händen. Und ja, es riecht halt vor allem sehr stark nach Salbei, sehr frisch, sehr frischer Duft. Ein sehr würziger Duft, nicht zu frisch, nicht zu extrem oder zu aufdringlich. Und man sieht, es ist halt wirklich eine komplett weiße Paste. Und wenn ich das jetzt in meine Haare packe, ich habe die Haare frisch gewaschen, sie sind auch relativ trocken. Ich würde es auch empfehlen, ins trockene Haar eben anzuwenden, damit einfach mehr Halt in die Haare kommt, damit das Matte eben vor allem gut durchkommt und damit das Volumen besser zur Geltung kommt. Und wie bei der, auch wie bei allen anderen Produkten, schauen, dass man das überall ins Haar einarbeitet, von vorne nach hinten, dass man das ganze Haar damit bedeckt. Und man merkt eigentlich bei der sofort, dass die relativ schnell anzieht, aber flexibel bleibt. Jetzt habe ich vorne noch ein bisschen was Weißes, das ist aber nicht schlimm, das wird, wenn ihr da mit den Fingern durchgeht, geht das auch weg. Genau. Und bei der sieht man eigentlich sofort schon, dass die Haare sofort Volumen kriegen, sofort griffig werden. Also man sieht auch, dass es sofort matt ist. Da müsst ihr auch nicht lange warten. Ich habe tatsächlich fast ein bisschen zu viel genommen, aber das ist auch nicht schlimm. Dann sehen wir das mal. Genau, und wenn ich jetzt die Haare mal wirklich komplett in alle Richtungen aufstelle, dann sieht man, dass da ist sofort Volumen drin. Das hält Bombe, da kann nichts mehr passieren. Und man riecht tatsächlich eben diese Salbei-Rauchnote ganz dezent. Es ist nicht zu aufdringlich und das hält auch über den Tag immer wieder, wenn man den Kopf bewegt, dann kriegt man immer wieder so eine Duftnote eben mit. Und das Produkt ist wie die meisten Clays und Pasten eher dazu gedacht, um Fingerstyles zu machen, um diese lockeren Surfer-Looks zu machen. Oder eben auch voluminöse Looks zu machen. Aber man kann natürlich jetzt zum Beispiel auch einen groben Kamm nehmen und das Ganze dann durchkämmen. Man merkt aber dadurch, dass die Paste doch eher tatsächlich eine ist, die sich nicht so gut dazu eignet, wieder nachzustylen, hakt es eher, es zieht ein bisschen, aber es geht um den Style wieder so ein bisschen aufzulockern und die groben Kammlinien reinzubringen. Allerdings verliert es dann auch über den Tag ein bisschen an Halt. Also es ist eher tatsächlich dazu gedacht, um mit den Fingern zu stylen. Ich könnte jetzt auch noch einen feineren Kamm dazu nehmen, aber da wird es dann wirklich schon fast zu trocken dafür. Da merkt man, dass das reißt dann eher ein bisschen an den Haaren. Also es ist tatsächlich mehr ein Produkt, um mit den Fingern zu stylen. Genau. Ihr habt trotz oder gerade mit den ganzen Ölen und den ganzen Wachsen, die wunderbar die Haare pflegen, trotzdem die Möglichkeit, das Ganze am Abend mit Shampoo auszuwaschen. Genau, also da seid ihr ähnlich wie bei der Terra, eben bei einer Clay unterwegs, die sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe hat, die Haare pflegt. Ihr habt auch wieder das grüne Clay wie bei der Terra dabei, die das Ganze matt aussehen lässt. Ihr habt ein sehr ähnliches Produkt, nur dass das Ganze eben noch weicher in die Hände geht, sich noch weicher verteilen lässt, aber in den Haaren sofort griffig wird. Also bei der Terra konntet ihr das Ganze noch ein bisschen einfacher neu stylen, einfacher nach hinten kämmen zum Beispiel.
Die Deserto, die ich jetzt habe, die macht das Ganze deutlich griffiger, also ist auch für kurze Haare sehr gut geeignet, für diese Eagle-Looks, für die Surfer-Looks. Es ist weniger dazu gedacht, tatsächlich mit dem Kamm gestylt zu werden. Wie man sieht, das Ganze hält, auch wenn man es mal ein bisschen durchgekämmt hat, also auch wenn ihr eine Mütze aufsetzt oder ein Cappy aufsetzt, das Ganze könnt ihr einfach mit ein bisschen mit den Fingern neu stylen und dann habt ihr die Frisur wieder wie zuvor. Das ist die Deserto von By Elementum, kann ich nur empfehlen, gerade für kurze Haare, für die sehr, sehr matten Frisuren, für die sehr, sehr matten Looks und für die Surfer-Looks ist das eigentlich das beste Produkt, was ihr haben könnt. Da braucht ihr auch kein Haarspray mehr oder keine Pre-Styler mehr, auch wenn ihr das Ganze als Pre-Styler noch verwenden könnt. Es ist eben vor allem als Standalone für die matten, lockeren Styles sehr, sehr zu empfehlen. Genau, die Deserto By Elementum. Das war's von mir. Ich bin der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und freue mich aufs nächste Mal. Servus!